Mein Name ist Gunnar Jansen. Mein Fliegername lautet Gandalf. Das kommt vom Herr der Ringe, da ich schon in der Pilotenschule mehr graue Haare hatte als alle meine Fluglehrer. Für mich ist es ein großes Privileg, dass ich Pilot bei der Patrie Suisse bin. Im Moment sitze ich im Flugzeug, dem F5 Tiger, und ich werde angeschnallt vom Mechaniker, der vor dem Einsteigen bereits das Flugzeug technisch überprüft hat, damit es bereit zum Flug ist. Ich erhalte von ihm 2 Schultergurte und 2 Bauchgurte, die ich benötige, damit ich im Rückenflug nicht aus dem Sitz falle. Ich trage den Fallschirm am Rücken, man sieht noch die Fallschirmschnallen und die Gurte, die darüber kommen. Um den Hals trage ich die Schwimmweste, die kann man aufblasen mit den schwarzen Handgriffen, die man vorne sieht. Unter dem Helm trage ich eine feuerfeste Mütze, die auch dazu dient, dass, wenn man schwitzt im Flugzeug, der Schweiß etwas aufgesogen wird. Auf meiner rechten Seite schließe ich den Sauerstoffschlauch an. Wir tragen im Flugzeug immer eine Sauerstoffmaske, da man mit diesem Kampfflugzeug auch auf so große Höhen steigen kann, wo wir eine Sauerstoffmaske benötigen. Diese ist am Helm fixiert. Auf den Knien habe ich die Kniebretter. Auf meiner linken Seite sieht man die Navigationskarte, damit ich immer weiß, wo ich bin. Und auf meiner rechten Seite ist das Programm aufgeschrieben mit einem Kugelschreiber, damit ich mir noch Details notieren kann im Flug, wenn das nötig ist. Nun rolle ich aus den Boxen, wo die Flugzeuge normalerweise parkiert sind, und man sieht, wie ich meine Beine bewege. Im Gegensatz zum Fliegen in der Luft steuern wir das Flugzeug am Boden mit den Füßen und können damit das Bugrad nach links und rechts steuern. Die Patrie Suisse gibt es seit 1964 und wir fliegen mit 6 F5 Kampfjets. Dieses Flugzeug kennt ihr bestimmt aus dem legendären Film Top Gun, wo es schwarz bemalt gegen Tom Cruise damals als Mick gekämpft hatte. Wir fliegen einen Looping über dem oberen Zürichsee bei Rapperswil. Der beginnt bei rund 300 Meter und am oberen Kulminationspunkt sind wir etwa 3000 Meter hoch. Ich fliege an der Position 4, das heißt bei uns Quattro. Wenn ich gerade nach vorne schaue, sehe ich das Leaderflugzeug und links von mir die Nummer 3 und rechts von mir die Nummer 2. Ich orientiere mich jeweils nur am Leader. Für die Rolle bewege ich den Steuerknüppel ganz links an den Anschlag, damit es synchron mit den anderen Flugzeugen rollt. Unser Training beginnt jeweils um Ostern in einem 2-wöchigen Trainingskurs, wo wir das neue Programm für die kommende Saison einstudieren. Danach trainieren wir jeden Montag einmal und haben jeweils am Wochenende unsere Vorführungen bis etwa Oktober. In den Tagen dazwischen haben wir natürlich nicht nur immer frei, sondern wir sind alles Berufsmilitärpiloten und fliegen auf dem FA-18 die Einsätze bei der Schweizer Luftwaffe. Nun erstellen wir die Formation Shadow. Bei dieser Formation soll der Betrachter nur ein einziges Flugzeug sehen und die 3 verstecken sich hinter dem Leader. Ich bin das hinterste Flugzeug, ich orientiere mich am Dachrahmen des Due, das ist das Flugzeug, das gerade vor mir fliegt. Ich versuche, alle Dachrahmen in eine Linie zu bringen, so sieht mich das Publikum nicht. Der Abstand zwischen den Flugzeugen beträgt etwa 3 Meter. Nun fliege ich eine Walze. Ich beginne mit etwa 800 Stundenkilometer und wenn ich aufziehe, drückt es mich etwa mit dem 6-fachen Körpergewicht in den Sitz. Sobald das Manöver beginnt, muss ich gleich nach oben schauen. Ich suche die anderen Flugzeuge, damit ich mich an ihnen orientieren kann und wieder in die richtige Formation zurückfliege. Bei diesen Manövern wird es mir nicht schlecht. Es ist also egal, was ich vorher gegessen habe. Viel wichtiger ist, dass ich etwas gegessen habe, damit ich genügend Energie habe, um diese 20 Minuten im Programm fit zu sein.
Im Moment trage ich weiße Socken. Das ist ein Ritual, bei dem wir immer bei Vorführungen weiße Socken anziehen, damit wir wissen, damit heute ein spezieller Tag ist und wir uns besonders konzentrieren. Eigentlich wollte ich als Bub immer Astronaut werden. Bis ins Weltall habe ich es leider nicht ganz geschafft. Aber ich kann mir heute nichts Schöneres vorstellen, als mit der Patrie Suisse mitzufliegen.